Hallo, hier ist die Sabine Scherz und ich zeige euch, wie man eine Grußkarte herstellt, die auch noch ein bisschen was hermacht. Ihr braucht dazu ein quadratisches Blatt Papier, da geht ein ganz normales Druckerpapier und ein Papier, das ein bisschen stärker ist, dann für den Einband der Karte. Noch was zum Kleben und was zum Schneiden und Falten. Und jetzt geht's auch schon los. Ihr nehmt das Blatt Papier, das ihr quadratisch zurechtgeschnitten habt, und faltet es zweimal in der Diagonale, also Spitze auf Spitze. Dann legt es so hin, dass die Bergfalten oben sind und ihr faltet jetzt die untere Kante auf die obere und damit macht ihr noch eine Falte einmal genau durch die Mitte. So, jetzt legt es wieder so hin, dass diese mittlere Falte zu euch zeigt als Bergfalte und ihr schiebt jetzt einfach nur das Blatt so zusammen, dass ihr so ein Dreieck habt. Es entsteht dabei keine neue Falte. Jetzt nehmt ihr die Spitzen und faltet die Spitzen parallel zum unteren Rand bis zur Mitte. Ihr könnt euch die Mitte auch mit dem Bleistift markieren, aber da sieht man eigentlich schon, wo die Mitte ist. Wenn ihr das habt, faltet ihr das leicht auf, nehmt diese Spitzen und faltet sie nach innen um. Jetzt sieht eure Karte aus wie so ein kleines Häuschen. Messt jetzt von dem Papier, was ihr für den Umschlag verwenden wollt, etwas ab, dass ihr das dann aufeinander kleben könnt. Achtet dabei auf die Laufrichtung. Ich verlinke euch das Video, was ich dabei dazu schon mal gemacht habe. Die Laufrichtung ist die, in der sich dieses Blatt leichter biegen lässt. Also hier lässt es sich schwerer biegen, hier lässt es sich leichter biegen. Und deswegen wird der Mittelfalz auch dann so verlaufen. Ich habe das schon ausgemessen und habe das auch schon entsprechend zugeschnitten, sodass ich jetzt eigentlich nur noch die Karte einklebe. So, schon fertig. Ihr könnt dafür jedes beliebige Papier hernehmen, was ihr vielleicht noch im Vorrat habt, was nicht so gelungen war. Das hier ist ein altes Aquarell, was hier als Umschlag dient. Und natürlich könnt ihr die Karten auch in der Größe variieren und mal probieren, wie klein ihr dabei werden könnt. Ist ja auch ganz niedlich. Probiert das doch einfach mal aus, das macht Spaß. Nehmt irgendein Schmierpapier, bastelt euch erstmal einen Dummy, dann habt ihr alles verstanden und dann geht's los. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal.